Das haben wir jetzt nicht geplant, dass sowas kommt. Mal gucken, was da dran hängt. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch mal an, wer da gerade ist. Der Christian mit den Ocean Bikes hier. Kommt ja tatsächlich sogar Süßwasser raus. Wanderjürgen ist wieder in the house. Hallihallo, ein neues Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt geht es mal ein bisschen seeseitig los. Ich will euch mal ein bisschen Pagera von der anderen Seite zeigen und ein bisschen was von der Insel. Wir sind gerade so in Richtung Cala Fornells unterwegs. Und da sind jetzt auch gerade ein paar Bergsteiger mit Seilwinde und so weiter. Das müsst ihr euch gleich mal angucken. Wir versuchen da mal ein bisschen ranzukommen. Ja, und den orangen Punkt, den ihr da in der Mitte sehen könnt, das ist Wanderjürgen. Wanderjürgen ist wieder in the house. Der ist mit einer Wandergruppe unterwegs. Wir gucken mal erstmal zu den Climbern hin und das zeige ich euch jetzt. So, da seht ihr die Climber. So, und das war's schon. Ja, auch das kann man ja auf Mallorca machen, bei bestem Wetter übrigens. Ja, das macht doch Spaß, oder? So, da seht ihr auch Wanderjürgen, der ist gerade unterwegs mit einer Gruppe da im Wald. Also der wandert auch gerne mal hier in die Cala Fornells hoch. Ist tatsächlich schön und guckt euch mal an hier von der Seeseite. Einfach herrlich. Hinter uns liegt also praktisch die Cala Fornells. Ich hatte gedacht, wir kommen noch an der anderen Seite in der Felsformation vorbei. Da waren ja gerade so gelbe Bojen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Da darf man ja nicht durch. Dahinter ist noch so ein Bootsanleger und ja, die Krimi-Fans unter euch kennen bestimmt Das Böse unter der Sonne. Und das ist genau da gedreht worden. Ich wollte euch eigentlich diese Bootshütte nochmal zeigen. Das müsst ihr euch dann wirklich angucken, wenn ihr mit Wanderjürgen unterwegs seid. Jo, und da haben wir schon Fische im Wasser. Richtig blaue, die habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt sind wir in einer ganz schönen Bucht und zwar sind wir jetzt ein ganz bisschen gefahren. Wir sind jetzt an Port Andratx vorbei und ja, hier ist so eine kleine Badebucht und zwar, ja, die Schöne ist an dieser Badebucht, man kann sie leicht mit dem Boot erreichen. Zu Fuß ist sehr beschwerlich, weil die wirklich versteckt ist, aber es gibt tatsächlich auch hier Leute, die schon die ersten Bäder nehmen und sich das gut gehen. Also das Schöne ist, das Wasser ist hier wirklich richtig klar, so wie man es in der Karibik eigentlich hat. Ja, einfach optimal. So, wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen Pause, kleinen Snack zwischendurch und wollen euch dann noch ein bisschen was zeigen. Ich habe mich mal ein bisschen niedergelassen. Guckt euch mal an, vor mir ein. Was ist das? 200 PS? 200 PS Everroot aus dem Border. Everroot. Habe ich noch nie von gehört, aber ja, da steht es drauf. 200 PS hat das Ding. Mit Badeplattform hat unser Bötchen und ja, und den Badestrand dahinter. Ich habe ein Stück Brot mitgenommen, schön von Nico heute Morgen. Ina hat Aioli gemacht und ja, das lassen wir uns erstmal gut gehen. Ah, ist das herrlich, wa? So kann man auch mal einen Tag verbringen. Einmal Mallorca von der Seeseite hier. Guck mal, Ina. Lecker. Hat sie selber gemacht. Und dann das Brot vom Nico. Nur die Servietten haben wir vergessen. Aber das kann ja mal sein. Guckt euch mal an, wer da gerade ist.
Der Christian mit den Ocean Bikes hier. So sieht das übrigens aus, wenn die Dinger im Wasser sind. Total easy zu machen und hat eine kleine Reisegruppe dabei. Also auch eine Sache, die man hier auf Mallorca auf der Wasserseite unternehmen kann. Also ist das die Spitze? Guckt euch mal an, wir sind jetzt in so eine kleine Bucht reingefahren. Ja, man kann schon sagen, eine Grotte. Das ist wie so eine Grotte hier. Also über uns ist hier Fels und da hinten kommt ja tatsächlich sogar Süßwasser raus aus dem Felsen. Ich finde, das sieht faszinierend aus. Ja, Mallorca hat alles, ne? Man hat hier so Höhlen, da verschiedene Gesteinsschichten. Ah, das hat was. Hinter mir ist der Micha, der fährt heute unser Bötchen, da ist er. Vor uns ein Katamaran. Guckt euch das mal an, ist das nicht schön? Und ja, diese Bucht ist natürlich begehrt. Irgendwo da unten muss noch eine Badeinsel liegen. Wir werden mal gucken, ob wir die nachher noch eben finden. Wir fahren da gleich noch mal ran. Und gerade im Gegenlicht, ihr seht da so ein paar Häuser, das, was ihr deutlich erkennen könnt, ist das Weiße auf der rechten Seite. Links ist auch ein weißes, so, und da in der Mitte ist ein oranges Haus. Das ist das Haus vom Willi Weber. Ich gehe da mal dichter ran. So, ja, Ex-Haus. Es ist jetzt gerade die Woche verkauft worden, also da, wo die große Palme ist, da drunter. So, und da drüber ist das von dem Herrn Wutz. Das ist das, was früher die Claudia Schiffer mal hatte. Da gab es einen Weg hin, die haben sich ja mal gestritten, weil irgendwelche Bäume weggesägt wurden, damit die besseren Mehrblick haben. Das Haus ist auf jeden Fall jetzt verkauft und zumindest sagen das so manche Quellen und ja, das soll jetzt abgerissen werden, wenn es danach geht, und dann entstehen 4 tolle Häuser mit Mehrblick. Also das ist das, was geplant ist. So, das mal für euch. Wir versuchen da noch mal ein bisschen dichter ranzukommen, aber hier guckt euch mal an hier. Schöner Katamaran hier in der Bucht von, ich habe es doch gar nicht gesagt, Camp de Mar. Ja, seht ihr, hier gibt es sogar eigene Zugänge zum Wasser. Ist natürlich eine Traumbucht hier, wo wir jetzt gerade sind, in Camp de Mar. Also das sind wirklich richtig beliebte Grundstücke. Ein kleiner Insider, der ja, Willi Weber hatte keinen eigenen Zugang, der ist dann auch eher in zweiter Linie. Die erste Linie, das ist das Haus, was genau gegenüber von Willi Weber gebaut wurde, erinnert so ein bisschen an so ein Parkhaus, würde ich sagen, aber tatsächlich bewohnt mit ganz vielen Fenstern drin. Und da, wo jetzt die Bäume noch sind, dahinter, da ist das Haus von Willi Weber. So, ich habe die Position mal ein bisschen geändert und muss auch ganz ehrlich sagen, viele von euch, wer ist Willi Weber? Willi Weber war von Michael Schumacher damals der Manager, der hat ein ganz tolles Haus gehabt in Camp de Mar und hat es versucht für, was waren das, über 10 Millionen auf jeden Fall, das zu verkaufen. Und Insider sagen, es gab jetzt jemand, der sagt, ich will es kaufen, aber alles abreißen und baue da 4 neue Häuser hin, neue, tolle, ganz exklusive, ja, für Leute, die hier kommen. Also wie heißt es so schön auf Mallorca? Wir bauen auf und reißen nieder. Jetzt kommen wir noch mal zu den schönen Bildern. Ich drehe die Kamera mal wieder um. Seht ihr, das sind jetzt nicht die Möwen vor Helgoland, sondern das sind die Möwen vor Camp de Mar. Hier mit Badebucht. Und ja, es sind sogar die ersten Leute hier
im Wasser. Und das Schöne daran ist, die Schirme sind tatsächlich etwas größer als die in Pagera. Wir haben in Camp de Mar ein Restaurant, da gibt es einen eigenen Zugang. Also das ist eine kleine Insel, die war übrigens diesen Winter total überspült mit Wasser, weil so starke Stürme waren. Jetzt ist das Restaurant wieder in Betrieb und ja, ihr könnt sehen, das ist auch gut ausgebucht. Guckt euch mal an, jetzt sind wir ein bisschen Welle. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da oben Leuchtturm von St. Elm. Da gibt es natürlich zwei. Wir sind jetzt bei dem einen Leuchtturm. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Leuchtturm. Man kann das prima bewandern hier. Wenn man das von Andratsch aus sieht, dieses Ding, dann sieht das aus, als würde hier ein Drachen schlafen. Und das ist dann die Insel Dragonera. Also habe ich gerade gesagt, Leuchtturm von St. Elm? Ich meinte den von Dragonera. Also 2 Stück gibt es davon hier auf dieser kleinen Insel. Und noch so ein Untiefenzeichen. Also wenn man hier fährt, sollte man auf jeden Fall sehr ein bisschen sachkundig sein, was so Untiefen und Seezeichen betrifft. Also, guck mal. Ja, ich glaube, viel bekommen wir heute nicht mehr zu sehen. Wir müssen uns so langsam auf den Rückweg machen. Aber ich melde mich gleich nochmal. Ja, so lässt sich das aushalten. Wir haben übrigens gerade ein bisschen Treibgut hier aus dem Wasser gefischt. Ein Parkticket vom Port to Pie im Wasser in Andratsch. Also man kann sogar noch das Kennzeichen lesen. Also ich will das jetzt gar nicht zeigen. Aber das haben wir hier eben aus dem Wasser geangelt. Wer weiß, wo das hergeweht ist. Also ich weiß es nicht. Wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Wir kriegen da bestimmt noch ein paar schöne Sachen zu sehen und ich hoffe, es gefällt euch das Video und dürft zwischendurch ruhig schon mal einen Daumen setzen. Am Ende nicht vergessen zu teilen das Ganze, damit ihr unseren Kanal unterstützt, denn solche Touren wie jetzt, die kosten auch ein paar Euro, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Boot, das hätten wir jetzt nicht alleine machen können, weil wir es nicht in Kombi gemacht hätten. Also wir haben uns das jetzt geliehen im Port Adriano für ein paar Stunden, um euch das jetzt zu zeigen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, macht das anderen bekannt. So, wir haben das Ding bei Kiwi Boot Charter jetzt uns geliehen, so etwas über 500 Euro dafür bezahlt. Da ist dann noch eine Endreinigung dabei. Das Ding muss dann wieder getankt werden, also wir haben es voll getankt bekommen, müssen es dann auch voll betankt wieder abgeben, also ähnlich wie beim Leihauto. Für das Ding, was wir jetzt haben, muss man einen Bootsführerschein haben. Der Micha hat das, sonst würde das nicht gehen. Also wenn ihr auch solche Touren mal plant, kann man sich natürlich teilen. Hier auf dem Ding kann man ganz bequem, ja, mit 5, 6 Leuten ist das kein Ding. Und dann kann man Mallorca mal so von der Wasserseite erkunden. Also wir dürfen so ungefähr bis St. Elm hochfahren. Da ist die Linie begrenzt und in die andere Richtung könnte man auch fahren, aber auch da gibt es eine Grenze. Da ist Palma denn die maximale Entfernung, wo man hinschippern darf. Wir haben uns jetzt heute für Andratsch entschieden, Pagera, St. Elm, Camp de Mar und ja. Guckt euch mal an, das sieht aus, als wäre da so ein Totenschädel im Wasser aus Stein, ne? Als wenn er seinen Mund auf hat. Oder so ein großer Fantasiefisch. Oh, guck mal, und da ist noch eine Höhle. Eine versteckte Höhle. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Oh, guckt euch mal an. Hier ist eine richtige Höhle. Oh, und hier ist doch schön windstill. Das ist ja der Hammer. Guckt euch mal an, wir sind jetzt hier richtig in so eine Grotte reingefahren. So, ich glaube, wir haben da gerade mal ein Geisternetz gefunden. Guckt euch das mal an. Das werden wir jetzt mal rausholen. Das haben wir jetzt nicht geplant, dass sowas kommt. Mal gucken, was da dran hängt. Wirklich ein Geisternetz. Saugefährlich für Meeresschildkröten und Delfine. Ja, reicht.
Oh, guckt euch das mal an. Das nennt man Geisternetz. Das ist für die Meeresschildkröten. Wir haben eben gerade, konnte ich leider nicht filmen, auch noch einen Delfin gesehen. Und stellt euch mal vor, die verheddern sich in sowas. Das ist einfach Wahnsinn. Wir nehmen das jetzt mit in den Hafen und geben das dort ab. Schaut euch mal an aus unser Netz. Wir fahren gerade den Hafen von Santa Ponsa an. Werden das Ding mal eben im Müll entsorgen. Und ja, wir haben eben schon Leute getroffen, die haben gesagt, es ist auch gefährlich, wenn sowas in die Schraube kommt von so einem Schiff. Und ja, legen das eben schnell an. Mädels gehen dann eben auf die Toilette und dann geht's weiter. Guckt euch mal an, da sind so kleine, ich weiß nicht, sieht aus wie so kleine Krebse oder kleine Krabben. Die sind da dran hier an den Flaschen. Das schwimmt hier schon länger rum. Wir haben es jetzt rausgeholt. Das ist einfach echt Hammer, oder? Schreibt mal was in die Kommis. Hier, guckt euch mal an, wie lang das Ding ist. Wahnsinn. So, machen wir es gleich mal in die Mülltonne rein. Einfach entsorgen. Das Ding hätten wir schon mal geborgen aus dem Meer. Was da alles dranhängt hier, guckt euch das mal an. Und da sind schon Tiere verendet. Hier eine Qualle, die sich verfangen hat und ja, nicht zu begreifen. So, Rest auch noch rein hier. So, und gerettet. Wollen wir den auch noch mal eben retten? Oh, komm her! Ah. So, da ist er. Und rein ins Wasser. So, und rein ins Wasser. Guckt euch mal die Spritpreise an. Diesel 1,70, 1,85 der Normalbenzin. Ja, also tanken ist hier tatsächlich in Santa Ponsa mega günstig. Und wenn wir sagen mega, wisst ihr auch, wer hier auch sein Boot liegen hat. Dieter Bohlen hat hier auch sein Boot liegen. Also das ist sein Heimathafen mit der günstigen Tankstelle hier auf Mallorca. Ja. So, jetzt geht es dann nochmal weiter und ja, kommen dann auch fast zum Ende. Im Port Ariano, da seht ihr eine Yacht größer als die andere. Also die meiste Zeit stehen die hier. Das Problem ist natürlich für so ein Ding immer einen Stehplatz zu bekommen hier. Ne? Hier könnt ihr mal eine Yacht sehen. Die sieht schon fast aus wie so ein U-Boot. Also so olivgrün gehalten. Und nebenan machen sie gerade so das Beiboot fertig, das ist am Reparieren, am Machen, am Tun. Ja, schon monströs. So, das war's mal. Neues Video, mal ein ganz anderer Rundgang hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Tschüss. Vergesst, das gefällt mir nicht und den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also, bis dann.